Das Lanshan 1 Pro ist wohl das beliebteste Budgetzelt der Welt. Aber es hatte immer ein Problem. Und zwar hing es durch wie ein nasser Sack, wenn es draußen feucht wurde. Und jetzt gibt es endlich die neue Version aus 20D Silpoly. Hat 3FULG damit das Problem gelöst? Wie verhält es sich bei Kondensation? Und ist das neue Lanshan für 150 € jetzt wirklich besser als Zelte, die mehr als das Doppelte kosten, wie zum Beispiel der stärkste Konkurrent, das Sixmoon Designs Luna Solo oder sogar ein Sipex Plex Solo für 700 €? Nach langer Wartezeit ist jetzt endlich vor einer Woche bei mir angekommen und ich will heute hier draußen im Winter unter den wohl schlechtesten Bedingungen für so ein einwandiges Zelt zum ersten Mal eine Nacht im neuen Lanshan verbringen, damit wir uns wirklich einen guten Eindruck unter Realbedingungen machen können. Aber zuerst schauen wir uns den Aufbau an. Das Lanshan 1 Pro ist ein ultraleichtes Pyramidenzelt in Einwandkonstruktion mit einem integrierten Hybridboden, der den Innenraum so vor Mücken schützt. Für die Abspannung sind insgesamt minimal 6 Heringe notwendig und die im Lieferumfang enthaltenen Modelle sind mit 8 Gramm Gewicht definitiv brauchbar und erinnern in ihrer Y-Form an die MSR Groundhogs. Das Hauptmaterial der neuen Version ist jetzt 20D Silpoly, also silikonisiertes Polyester. Und im Gegensatz zu klassischem Sil-Nylon, was sich im nassen Zustand um 3-4% ausdehnt, ist Silpoly deutlich formstabiler und nimmt weniger Wasser auf. Während Sil-Nylon eine geringfügig höhere Reißfestigkeit aufweist, verhindert Silpoly das problematische Durchhängen der Zeltbahn bei Nässe und macht nächtliches Nachspannen endlich überflüssig. Und zudem lässt sich das Material deutlich kompakter komprimieren als zum Beispiel auch das wesentlich teurere DCF bzw. Dyneema. Und die Wassersäule des Materials beträgt am Außenzelt mindestens 2000 mm, was aufgrund der steilen Dachkonstruktion hier völlig ausreicht, und 6000 mm am Boden. Aufgebaut wird das Zelt mit nur einem Trekkingstock oder zum Beispiel einer separaten Carbonstange, die auf eine Höhe von 120 bis 125 cm eingestellt wird. Ich habe immer ganz genau die höchste Einstellung, also 125 cm verwendet, um zu sehen, wie viel Platz maximal drin möglich ist. Bevor man den Trekkingstock einsetzt, wickelt man erst die einzig notwendige lange Abspannleine oben an der Lüftung ab, welche schon 2 vorbereitete Schlaufen und Endpunkte hat. Ja, der vordere Hering wird dann etwa 1,20 Meter entfernt durch die spezielle kleine Schlaufe auf der Leine in den Boden gesteckt und der Stock oder die Stange wird dann in einer extra mit UHM-WPE verstärkten Kuhle platziert und mit Spannung aufgestellt. Ja, diese Verstärkungen befinden sich vorbildlicherweise übrigens an allen Zieh- und Druckpunkten des Zeltes, zum Beispiel auch an den Ecken. Und dann verbindet man zuletzt den doppelten Metallhaken mit den Endpunkten am Eingang des Zeltes und so erhält man dann insgesamt eine wirklich stabile Dreieckskonstruktion, die sich bei Bedarf auch schnell und einfach nachjustieren lässt. Nachdem alles fest gespannt ist, muss man dann auf der Rückseite noch 1 oder 2 Heringe verwenden, um entweder nur die Außenwand oder separat auch die Bodenwanne abzuspannen. Insgesamt wiegt das Zelt dann nur nachgewogene 679 Gramm ohne Heringe, was sich ziemlich gut mit den Angaben des Herstellers deckt. Als Maße wird für den Innenraum eine Länge von 2,20 Meter angegeben und eine variable Breite zwischen 80 und 110 Zentimetern. Ja, das Lanshan existiert in verschiedenen Ausführungen, darunter 3- und 4-Jahreszeiten-Varianten sowie die doppelwandige Standardversion, die sich von dieser Pro-Version hier unterscheidet. Und da es sich hier eben um ein 4-Jahreszeiten-Pro-Modell handelt, sind die Nähte werkseitig wie bei vielen Herstellern üblich, nicht von Hause aus versiegelt und müssen dann bei Bedarf selber zu Hause mit Seam Sealer einmal abgedichtet werden. Hier sieht man ganz gut, wie Wasser generell erstmal durch die Silikonbeschichtung abperlt, aber dennoch wird der Stoff natürlich bei längerem Regen, Luftfeuchtigkeit oder Kondenswasser auch richtig nass. Deswegen ist mir wichtig, das Ganze auch später nochmal bei einer richtigen Winterübernachtung zu testen. Ja, der generelle Fußabdruck des gesamten Zeltes liegt bei etwa 2,7 mal 2 Meter, was vergleichsweise gering ist und es sich somit auch auf kleinen Flächen noch aufbauen lässt. Beachten muss man da natürlich nur, dass die Abspannleine vorne etwa noch deutlich abseits befestigt werden muss. Ja, erster Eindruck ist schon mal richtig gut. Es hat auch perfekt jetzt angefangen zu regnen. Ich hätte gar kein Wasser drauf machen müssen. Wollte natürlich nur mal ein bisschen testen, wie sich das hier in der ersten Feuchtigkeit verhält. Und ich werde jetzt mal reingehen, solange es noch ein bisschen Restlicht ist. Aber man sieht schon, die Farbe, die passt natürlich hier wunderbar jetzt zu diesem Herbstwald, noch viel besser als ein Grün oder gar grellere Töne, die wir normal so bei Bergzelten haben. Aber ich gehe mal rein. Dafür muss ich natürlich hier diesen einen Haken abklippen. Beide macht man natürlich nur zu, wenn es wirklich sehr stürmisch ist. Das kann man auch von innen machen, indem man durchgreift, und wir sehen den wunderschönen Reißverschluss auch hier, der total gut versiegelt ist.
Ja, und hier sehen wir jetzt wirklich das große Vorzelt, nenne ich es mal. Hier passt auf jeden Fall ein großer Rucksack hin, Schuhe und man kann zur Not auch halbwegs überdacht hier kochen. Wir sehen schon bei der 4-Jahreszeiten-Variante haben wir natürlich hier oben wirklich Windschutz, oben ein bisschen zur Belüftung. Das sollte auch ausreichen. Bin gespannt, wie es heute Nacht wird. Der Reißverschluss geht in 3 Richtungen komplett auf. Das heißt, man kann natürlich hier, wenn es trocken ist und Sonne ist, auch alles komplett aufmachen, beide Seiten hochkrempeln. Hier lässt sich die Spannung auch so ein bisschen lösen und dann hat man natürlich auch eine tolle Aussicht, wenn man ein bisschen offener schlafen möchte. Hier arbeitet man nicht mit Magneten, wie man das häufig sieht, sondern mit so gummierten Schlaufen. Ich sage mal so ein bisschen analoger. Ich finde es eigentlich auch sehr gut gelöst. Ja, eine Isomatte habe ich auch mal mitgenommen. Die ist ja sogar in der Large-Variante fast 2 Meter groß. Und mit der Länge von 2,20 Meter, da erwarte ich natürlich bei meiner Größe von 1,89 Meter jetzt, dass ich da schon sehr, sehr gut Platz drin finde. Wie wir hier sehen, passt die Matte auch auf jeden Fall ganz gut rein. Wir haben, wie beim Luna Solo jetzt zum Beispiel, den Mittelteil ein bisschen breiter. Das reicht auf jeden Fall für eine Person. So, dann gehen wir mal rein. Ich ziehe mir die Schuhe lieber aus. Ich muss das neue Zelt hier nicht direkt dreckig machen. Jetzt kann man das Innenzelt natürlich an verschiedenen Punkten erstmal spannen. Hier zum Beispiel gibt es so einen Fußschutz, sage ich mal. Da kommt dann auch weniger Luft und Wasser rein. Und auch hier zur Seite hin können wir den Boden natürlich auch noch ein bisschen höher machen. Ich lasse das mal so. Hier noch eine kleine Tasche. Dann denke ich mal, ist hier geplant, dass der Kopf ist. Denn auf der anderen Seite, wenn wir uns das angucken, da gibt es auf jeden Fall keine. Aber natürlich auch wieder etwas bisschen Schutz, in dem Fall dann für die Füße. Ja, Länge auf jeden Fall bei mir sehr gut bemessen. Man merkt deutlich realer jetzt als bei zum Beispiel den Nature Hike Zelten. 2,20 Meter ist hier definitiv 2,20 Meter. Man darf nicht vergessen, wir haben eine Pyramide. Ich habe die jetzt maximal auf 1,25. Dennoch aufgrund des Winkels komme ich so ein bisschen mit den Füßen jetzt hier dran. Und wenn ich mich zurücklege, dann habe ich mit dem Kopfbereich auf jeden Fall keinen Berührungspunkt. Ich hoffe, man kann es so ein bisschen sehen. Deswegen sehr, sehr angenehm. Gerade diese kleine Leine baumelt mir so ein bisschen ins Gesicht, aber das passt eigentlich soweit. Also ich habe eine Menge Platz hier, fühle mich sehr, sehr wohl. Ich könnte auch noch ein bisschen weiter hier rüber rutschen nach rechts. Da hätte ich wahrscheinlich links noch ein bisschen mehr Platz. Ja, und schaut mal, eine Menge Platz für die Ausrüstung. Ich habe auf jeden Fall Lust jetzt hier heute Nacht drin zu schlafen, aber da muss ich noch ein bisschen warten, bis es dunkel wird. Und hier nochmal die Variante, wenn man extra Hering nochmal hier für den Zeltboden mitnimmt und einen zweiten, um dann quasi die Apside abzuspannen. Dann hat man hier eine kleine Erhöhung, dass theoretisch weniger wasserbeheftigen Regen reinkommt. Dann würde ich aber empfehlen, hier auf jeden Fall noch eine Abspannleine zu verwenden. Was mir gerade aufgefallen ist, obwohl man hier die Nähte natürlich bei Silpoly selber tapen muss zu Hause, ist es hier beim Boden auf jeden Fall vorbildlich gemacht, sodass man sich das schon mal sparen kann. Ich bin heute draußen übrigens nicht nur mit einer festen Kamera, sondern auch mit einer ultraleichten Filmdrohne unterwegs. Die Hover-Air X1 Pro Max ist nur 190 Gramm schwer und passt sogar in Jacken- oder Hüftgurttaschen. Das Besondere an ihr ist die Einfachheit im Gegensatz zu klassischen Drohnen, denn die Hover-Air X1 Pro Serie ist darauf ausgelegt, sofort mit einem Knopfdruck aus der Hand zu starten und ganz ohne Smartphone oder Controller zum Beispiel mir automatisch intelligent beim Wandern zu folgen oder durch andere verschiedene fest definierte Bewegungsabläufe, wie zum Beispiel Vogelperspektiven, Rundumschau oder andere Zoom- und Panorama-Einstellungen wirklich einzigartige Aufnahmen zu machen. Für meine Tourenvideos finde ich zum Beispiel den Hover-Modus besonders interessant, da die Drohne durch eine integrierte Stabilisierung dann so fest wie auf einem richtigen Stativ an einem festen Punkt fliegt und sich zu mir dreht, sobald ich vorbeilaufe. Und das Ganze in der Pro Max Variante sogar mit 8K Videoqualität oder 4K mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Und mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h kann sie mir dabei nicht nur beim schnelleren Laufen folgen, sondern ist auch für alle spannend, die zum Beispiel mit Mountainbikes Downhill fahren oder besondere Momente auf einer Bikepacking-Tour festhalten wollen. Und sollte sie mal irgendwo gegen einen Baum oder ins Gestrüpp fliegen, ist das durch das ganz spezielle Highly Elastic Material der Schutzvorrichtung gar kein Problem. Sollte das Akku unterwegs mal leer gehen, kann man die Drohne einfach mit einer kleinen Powerbank während der Tour wieder nachladen. Wenn ihr also eine ultraleichte, vollautomatische Tracking-Drohne sucht, die einfach mitkommt oder euch selbstständig filmt, schaut euch die Hover-Air X1 Pro Max mal an. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und da ist es dunkel, 9:30 mittlerweile. Und ich habe das Zelt nochmal anders aufgebaut. Ich bin hier gerade an einem Waldsee, direkt am Wasser. Das zweite Aufbauen ging auch noch ein bisschen besser. Es steht auf jeden Fall verdammt gut. Hier geschützt von ein paar Birken und Kiefern sind das, glaube ich. Hier vorne
ist direkt das Wasser. Ich hoffe, das sorgt für ein bisschen extra Kondensation. Die Luft ist auf jeden Fall sehr, sehr feucht hier. Deswegen beste Voraussetzungen, das Lunchern jetzt hier mal zu testen. Ich werde mich jetzt ins Zelt verkriechen. Okay, 11:15 mittlerweile. Und so langsam, aber sicher wird es hier ziemlich kalt im Zelt. Bis jetzt geht es noch mit der Feuchtigkeit. Die Luft ist auf jeden Fall ja, sehr, sehr nass. Das merkt man bei jedem Atemzug. Und ich glaube, die Temperaturen werden heute so knapp über den Gefrierpunkt. Ich glaube nicht, dass es komplett frieren wird. Zur Not bin ich aber vorbereitet. Habe einen dicken 266 Klimashield Apex Quilt. Noch ein paar Winterbooties hier zur Not. Und was mir gerade erst klar geworden ist, dieser Schutz hier am Fußbereich, der sorgt so ein bisschen dafür, dass jetzt meine Füße auch trocken bleiben, obwohl hier schon so ein bisschen Feuchtigkeit ist, das seht ihr vielleicht. Und das ist eigentlich wie beim doppelwandigen Zelt, genauso nützlich dann auch im Kopfbereich. Da habe ich natürlich jetzt ein Kissen. Und wenn ich da oben gegenkomme, dann wird es im Prinzip nicht so schnell nass. Also sehr, sehr gut gelöst. Ja, ich bin gespannt, wie jetzt die Nacht wird. Bin auch echt müde, werde mich jetzt hier richtig in den Quilt reinlegen und mal gucken, ja, wie feucht das Ganze hier morgen wird. Gute Nacht. Guten Morgen hier um 7:45. Die Nacht war relativ angenehm, aber es ist immer wieder überraschend, wie kalt es doch deutlich ist, wenn man an so einem Gewässer hier zeltet, statt irgendwie weiter tief im Wald drin. Also obwohl wir Plusgrade hatten, war es eine absolut eisige Nacht. Bin ein paar Mal wach geworden, aber auch nicht so super geschlafen, aber es ging halbwegs. Wichtig ist, ich habe mich hier total wohlgefühlt im Zelt. Und ich denke, es waren wirklich die schlimmsten Voraussetzungen für Kondensation und für das Durchnässen des gesamten Zeltstoffes. Und wenn ihr euch die Spannung hier anschaut, das ist noch nahezu perfekt. Also ich glaube, hier ist es ein bisschen locker, aber da ist der Hering nicht ganz richtig drin. Mir lag auf jeden Fall nichts im Gesicht, kein Vergleich wirklich mit einem Sil-Nylon-Zelt. Also das scheint hier gelöst zu sein. Kondensation ist für mich die größte Überraschung. Obwohl ich die Solid-Variante mit der kleinen Belüftung habe, ist es angenehm. Also hier oben ist es staubtrocken. Von außen merke ich, es ist ein bisschen kühler, aber sonst gar nichts. Hier unten am Rand, desto näher wir nach unten kommen, umso mehr Kondensation wird da. Ich habe auch mal Lappen mir mitgebracht. Da sieht man es jetzt ein bisschen deutlicher. Am meisten tatsächlich hier an dem Kopf und an dem Fußbereich. Und wenn ich hier mein Quilt mal unten fühle, der ist schon, ich sag mal, 6 von 10 nass. Das muss man wissen. Ich arbeite hier mit Apex Klimashield. Das macht ihm eigentlich gar nichts, wenn er so ein bisschen nass ist. Ich habe es jetzt auch gerade erst gemerkt, also nicht im Schlaf. Aber wenn ihr so groß seid wie ich, dann müsst ihr natürlich hier an beiden Seiten wirklich aufpassen, dass ihr da nicht zu stark drankommt. Ja, da sieht man es jetzt schon deutlich. Dann geht's aber auf jeden Fall. Der Sitze übrigens auch ganz gut, natürlich mit 1,25 Meter. Also vom Raumgefühl fühle ich mich schon sehr wohl. Ich kann mich hier gut bewegen. Es war übrigens auch eine sehr windstille Nacht. Das ist auch mal wichtig zum Vergleich. Am Gewässer hat das Vor- und Nachteile, aber hier ging kein Lüftchen wirklich durch. Ich habe sowieso durch das solide Meshgewebe hier nichts gemerkt. Jetzt gucke ich mir das Ganze nochmal von draußen an und bin gespannt, wie es da aussieht. Ja, ich würde sagen, gespannt wie am ersten Tag. Also top. Ich lag jetzt 11 Stunden drin. Super schöner Morgen übrigens. Ich kann mich nicht beschweren. Also offiziell wintertauglich dieses Zelt.
Ich würde das Lanshan 1 Pro Silpool jetzt erstmal für jeden empfehlen, der was sehr qualitativ Hochwertiges sucht, was Günstiges sucht und mit Trekkingstöcken auf Tour geht. Denn dann kann man das Zelt natürlich ohne Mehrgewicht und ohne weitere Zeltstangen in seiner Pyramidenform aufbauen. Und Pyramidenzelte sind sowieso sehr windsicher und sturmrobust. Das haben wir uns natürlich jetzt hier gar nicht angeschaut, aber da gehe ich von aus, dass das im Wind sehr gut performen wird wie die anderen Modelle auch. Und auch der Silpolystoff mit 20D wirkt genauso reißfest wie jetzt bei ähnlichen Zeltmodellen, die ich kenne, und hat natürlich da auch noch die Verstärkung an den Eckpunkten. Falls ihr keine Trekkingstöcke verwendet, dann könnt ihr darüber nachdenken, eine Carbonstange mitzunehmen. Die sind ausklappbar, wiegen zwischen 60 und 100 Gramm und dann kann man solche Zelte zum Beispiel auch beim Bikepacking mit dabei haben. Ja, für 150 € schlägt es meiner Meinung nach das Luna Solo, sowohl im Preis als auch Gewicht und Funktion. Ich finde es definitiv besser. Im Vergleich zu einem Sipex Plex muss man natürlich zugeben, das wiegt 300 Gramm mehr. Man spart sich aber sehr, sehr viel Geld, hat natürlich auch kein DCF und es ist ein bisschen größer und hat ein paar mehr Funktionen, finde ich. Also eine ganz klare Empfehlung für alle, die eine preisbewusste Entscheidung treffen wollen, egal ob sie gerade mit dem Hobby anfangen oder auch schon fortgeschritten sind. Und ich würde euch da auch die 4 Jahreszeiten-Variante jetzt empfehlen in Silpoly, weil anscheinend scheint das mit der Kondensation auch zu passen und gerade im nassen europäischen Raum ist man da ein bisschen besser mit aufgestellt. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr noch über das Zelt denkt. Ich verlinke euch alle Modellvarianten auch unten in der Beschreibung mal, da könnt ihr das selber vergleichen. Hat euch das Review weiterhelfen können, würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.